Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Reaction Video. Heute reacten wir auf das Purified Yggdrasil Stuff Upgrade von Flive PC von vor, und jetzt haltet euch fest, 5 Jahren. Wow, ist das schon wieder lange her. Und ja, das ist mein Elementor von Flive PC. Wir upgraden hier ein Yggdrasil Stuff. Intro, wir sind schon fast bei 8 Minuten von dem Video. Das ist ein 50-Minuten-Video. Ja, ich werde probieren, ein bisschen was, ja, so von dem Anfang Upgrade und so. Erkläre ich euch kurz, wie es ungefähr funktioniert, aber ich glaube, da wird auch sehr viel Zeit drauf gehen, weil es ist im Endeffekt sowas wie S-Project Low mit hoch, runter und so. Oh, zum Kotzen. Aber der Grund, warum ich euch das auch eigentlich zusätzlich zeigen wollte, ist vielleicht für viele Leute, die noch nicht so wirklich Baruna kennen. Und Baruna ist halt das, was nach Ultimate kommt. Und in Flive Universe gibt es ja gerade Ultimate, aber noch kein Baruna. Und das heißt, es könnte theoretisch, also jetzt nicht im nächsten Update oder so, aber irgendwann wird wahrscheinlich auch Baruna kommen, oder denke ich mal zumindest, könnte das kommen, in wahrscheinlich wieder in etwas abgewandelter Form. Vielleicht als wirklich Bonus zu Ultimate Baruna oder halt wirklich einfach nur Baruna, keine Ahnung, aber in irgendeiner Form wird es vermutlich kommen. Und man braucht halt so ein zusätzliches Item hier, in dem Fall den Spirit of Upgrade Udi heißt der. Ist im Endeffekt ein eigener Upgrade-NPC, den du immer mit dir rumtragen kannst. Das ist eigentlich ziemlich cool, weil du musst nicht immer zu den Schmieden gehen oder so und kannst upgraden, wo du willst, was auch ganz nice ist. Ansonsten hat es natürlich wirklich irgendwelche Vorteile, sag ich mal. Und man braucht dann natürlich ganz spezielle Items. Genau. Und ja, wie gesagt, starten wir mal kurz rein, aber ich glaube, das ist jetzt relativ, also ich weiß es nicht, keine Ahnung, wie gut es lief oder nicht. Ich länger auf die Folter spannen. Let's go. Mit dem Upgraden. Aber wie gesagt, das ist jetzt wie mit S-Project Low, hoch, runter und so. Das ist, ab jetzt keine Ahnung, wie lange es dauern wird, ehrlich gesagt. Oh, ups. Ich kann mich nicht dran erinnern, dass es so, wirklich gut oder schlecht lief. Andere Teile upgraden müssen und ich leider nur 89 Blessings habe. Die sind auch alle selber gefahren von Halloween-Events. Beziehungsweise noch die Leftovers von ja, gut, okay. Ja, gut, okay. Es war jetzt relativ lame eigentlich. Nice, bis 12. 11, 12 jetzt ist die Frage, okay. sollen wir unseren Luck pushen? Wir haben jetzt legit 12 Dinger verbraucht. Jetzt ist die Frage, wofür ich mich entscheide. Komm, das wie mit S-Project Low plus 7 zum Beispiel machen. Scheiße. Und das okay, ist geschlagen. Ist das, oder? Ja, wobei wir haben echt noch relativ viele. Oh, ja, plus 13. Go, plus 13. Okay, jetzt lassen wir es wirklich. Jetzt also es gab wirklich immer Leute, die haben gesagt, ja, plus 15 kann man auch machen. Aber man muss halt bedenken, so ein Blessing of, also ich weiß nicht, wie viel es da genau gekostet hat. Ich habe gesagt, die sind relativ teuer geworden. Ich schätze mal so 200-300 Mio oder so, was jetzt nicht ultra teuer ist. Aber du musst halt bedenken, es ist wie S-Project Low. Und im schlimmsten Fall kann das halt dann 200-300 Stück kosten, nur um wieder auf plus 13 zu kommen oder plus 14 oder so. Und das ist einfach weggeschmissenes Geld. Also es ist halt immer die Frage, ob man das Risiko eingehen will. Hast halt keine Garantie. Es kann auch 5-mal fehlschlagen und dann bist du wieder bei plus 7 oder so. Also es ist halt immer so ein bisschen Risiko. Okay. Aber ich glaube, das haben wir auch, oder? Nochmal handeln und ich mache es jetzt auch einfach so. Ich trade mir jetzt die 110er Stacks. Okay, ich habe jetzt gerade noch ein bisschen hin und her getauscht. Das war jetzt auch relativ öde. Und ja, ich habe es gerade schon gesagt, diese beiden Item-Stacks, das sieht jetzt wirklich nicht nach viel aus. Also erstmal finde ich diese Baruna-Upgrade-Items, Blessed Enamel of Baruna und Grace of Baruna heißen die. Ich finde, die Items sehen einfach geil aus mit diesem goldenen Hintergrund und so. Ich finde, die sehen viel epischer aus als diese Standard-Upgrades-Kreuz. Ich meine, die Standard-Upgrades-Kreuz haben ja diese Nostalgie, weil die gibt es schon basically immer eigentlich. Also A-Product, G-Product, S-Product etc. Aber diese Baruna-Upgrade-Items, vor allem, ich habe es schon lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen, die sehen schon hammergeil aus. Also mit diesem Goldenen und so, irgendwie, die sehen richtig geil aus. Ich hatte gar nicht so geil in Erinnerung. Richtiger Fetisch drauf entwickelt anscheinend, egal. Auf jeden Fall, diese beiden Item-Slots sind zu dem Zeitpunkt wohl mehrere 100 Milliarden gewesen. Ich glaube, Grace of Baruna war da immer so 1 bis 2 Milliarden und Blessed Enamel of Baruna war, glaube ich, auch immer knapp 1 Milliarde. Also umgerechnet in Euro, also natürlich in Cash, also Cash-Shop-Währung, in Euro, keine Ahnung, 500, 600 Euro oder so wären das wahrscheinlich gewesen. Das ist geistesgestört teuer. Also ich glaube, 30er-Bundle oder so hat, glaube ich, immer 50 Euro gekostet oder so. Das war abnormal, wie teuer die Dinger waren. Am Ende war dann brauchst du schon relativ viele Versuche. Genau. Warum benutzt man mit denen upgrade man dann auf plus 20. Jetzt. Beim normalen Blessing of Baruna wird es nur vor der Zerstörung geschützt. Da kann es Level down gehen. Das ist uns jetzt zum Glück nicht passiert. Und beim Grace kann es nicht kaputt gehen und nicht Level down gehen. Also ein sehr wichtiges Item, wenn man probiert, aufs maximale Level zu gehen. AKA S-Product. Okay, schon mal 2 Fails. 3 Fails. 4 Fails. Oh mein Gott, jeder Fail kostet 2 Milliarden. 2 Milliarden sogar, nicht 1,5, sondern 2 Milliarden. Okay. Alter Schwede. Hey. What is happening? Oh mein Gott, ist es immer noch plus 13? Das habe ich tatsächlich noch nie benutzt, das ist echt crazy. So, das wusste ich Ewigkeiten nicht, dass es das gibt. Ja, das auch mit dem 10er-Upgrade. Das wusste ich ewig nicht. Das 10er-Ding.
Bis 2019 wusste ich nicht, dass das existiert. Einmal hat's geklappt. Das waren einfach 20 Milliarden. Ich wollte gerade sagen, einfach 20 Milliarden mit einem Klick, Alter. Das ist painful. Oder halt 20 Milliarden oder halt 3000 nicht 3000 F-Coin, aber 1500 F-Coin oder so. Also geistesgestört. Gott, wenn ihr nachvollziehen könntet, wie viel Geld das einfach ist. Oder ich meine, ich habe es euch gerade gesagt, aber ja, es ist... Oh mein Gott. Er hat's gesagt, also jetzt bitte 2 in a row oder so. Ja. Oh mein Gott. Wow. Ja, immerhin einen. Irgendwie läuft's im ersten, lustigerweise. Lief nicht so gut anscheinend, damn. Wusste ich nicht mehr. Man. Aber vielleicht haben wir irgendwann noch reingelackt. Könnte sein. Komm schon, bei jedem 10er brauchen wir zumindest einmal Plus, sonst... Das hättest du nicht sagen sollen. Ja. Oh, no, Mann. Ich dachte schon, gejinxt. Danke. Okay, plus 16. Ab plus 18 wird's haarig. Ich kenne, by the way, nicht die Ratios, ne? Keine Ahnung. Müsste ich nachschauen. Na, komm. Ah, schade. Okay. Boah, das waren halt schon 40 Stück. Das kann ja nicht wahr sein. Und wir sind jetzt bei plus 16. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe die Zahlen von Asumia jetzt nicht im Kopf, wie viel wir da so ungefähr für irgendwas gebraucht haben. Spoiler. Aufgeschrieben oder angeschaut. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es lief wahrscheinlich besser lief. Da haben wir, glaube ich, öfter mal Level Down gehabt. Also da hatten wir beim Blessing of Baruna, glaube ich, mehr gemacht. Komm schon, sind Baby. aber, glaube ich, auch nicht höher als plus 13 gekommen. Frag mich gerade, warum ich da 400 Diamonds habe. Ja. Wow. Nochmal. Oh, damn, Daniel. Okay. Schon besser. So gefällt mir das doch schon besser. Genau das gleiche muss jetzt nochmal passieren, dann sind wir fertig. Das wäre halt insane von 18 auf 20. Oder doch schon die maximalen... Nee, den maximalen Zocker jetzt noch nicht. Ist halt generell so ungewöhnlich, dass da einfach... Ja, oh, wow. Ja. Wow! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Es ist ja generell so komisch, so ein Flive-Item nach so langer Zeit plus 20 zu sehen, weil das gibt es ja in Flive Universe zum Beispiel gar nicht. Und in Oldschool Flive gab es das ja auch nicht. Wobei man sagen muss, Baruna existiert, glaube ich, seit 2012. Ne, ich glaube sogar noch früher. Ja, seit Behemoth. Und Behemoth kam, glaube ich, 2009 oder 10 oder so. Ja, also Baruna gibt es schon ewig. Also eigentlich ist es Oldschool, muss man sagen. Sehr, sehr alt auf jeden Fall. Oh mein Gott. Crazy. Oh mein Gott, let's go, Alter. Ey, da war es ja schwieriger, auf plus 14 zu kommen, als auf plus 20. Actually true. Let's go. Was waren das? 71, glaube ich. Krank. Das waren jetzt insgesamt, glaube ich, 71 Stück. Gerade mal 140 Milliarden. Das geht total klar. Alter. Wenn du es so ausdrückst, klingt das nicht so gut. Ob's und das Enable. Ja gut, wir machen jetzt die Element-Upgrades einzeln leider. Da geht es nicht mit den 10er-Schritten. Richtige Reihenfolge hier. Habe ich gerade in dem Video festgestellt, hätte ich jetzt auch nicht mehr gewusst. Kann ich erst das Enable machen? Ja. Dann machen wir lieber wieder die Reihenfolge. Die gefällt mir dann doch deutlich besser. Ja gut, das sind jetzt die Standard-Upgrades bis plus 12, 13 wieder quasi. Das ist jetzt auch nicht so ultra spannend. Blessed Enable benutzen kannst du halt Grace. Je nach Upgrade. Gut. Also ist zumindest. Ich habe zwar gesagt, es ist relativ langweilig. Es lief extrem schlecht. Wir haben es jetzt nur auf plus 11 geschafft und nur noch 20 übrig. Aber das ist halt das Problem, ne? Es ist halt wie gesagt mit Asperic Low auf plus 7. Wenn du Glück hast, 10 Tries. Wenn du Pech hast, 150 Tries oder noch mehr. Also mit dem ständigen Level Down ist das halt schwierig. Das ist meine Meinung. Aber gut. So, machen wir wieder die andere Reihenfolge. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel das kostet. Alright. 248 von das quasi. Ich schreib's mal auf. 248, ne, genau. Okay. Da bin ich mal gespannt. Wäre natürlich schön, wenn wir noch sehr viele Upgrade-Items übrig haben für zukünftige Charaktere und Equipments. Also je mehr wir hier übrig haben, desto besser für die Zukunft. Das muss man nämlich dann alles nicht mehr kaufen. Oder farmen. Ja, das ist aber so die Hoffnung. Das ist sehr schwierig, weil es bei fast keinem Event gibt. True. By the way, stammen alle diese Items aus dem Cash-Shop. Nice. Also davon ist nichts geduped und nichts von anderen Spielern gekauft. Das ist alles aus dem Cash-Shop. Also natürlich schon von anderen Spielern gekauft, aber aus dem Cash-Shop. Größtenteils auch per Geschenkfunktion. Also die Items hier sind crispy clean. Das ist ein non-duped Yggdrasil Staff. Perfectly fine. Da hört ihr es. Auch doppelt so viel. Aber das ist es mir wert. Self-crafted. Good old times, man. Handgemacht. In Heimarbeit.
Sweatshop. Flive von 14 auf 15, beim anderen war es ja von 13 auf... Das kann nicht sein. Okay, also ich habe es jetzt auch mal ein bisschen hier... Let's go. Bitte, 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 Hast bitte, es geklappt? bitte, 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 bitte. Warte, war das jetzt plus 18 oder 19? Wait. Jetzt habe ich selber den Faden verloren. Oh, da... plus 19. Ah ja, okay. Ich wollte nur sagen. Ja, also plus 18 ging jetzt ziemlich schnell, das waren es 5 oder so. Aber plus 17, also hat gerade eben auf plus 17 geklappt, dann habe ich wieder, dann wollte ich eigentlich gerade erzählen. Jetzt ist plus 19. Plus 17, ich habe es nicht genau mitgezählt, aber es waren irgendwie 70 Tries oder so. Und davor war es relativ langweilig, also 5 Fehlschläge, dann ein Plus, dann 8 Fehlschläge plus. Ganz normal eigentlich, plus 17 aus irgendwann mit 60 oder so. Das war katastrophal. Wie gesagt, wir haben bei 248 angefangen. Und wir sind jetzt bei 121 und das Ding ist jetzt gerade erst plus 19 geworden. Also läuft sehr viel schlechter als bei den Grays. Und ja gut, jetzt mal gucken, wie lange es noch plus 20 dauert. Einiges reingeholt, aber jetzt muss es dann trotzdem demnächst klappen. Naja. Komm, bitte, 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 bitte. Müssen tut hier gar nichts, ne? Das ist die Wahrscheinlichkeit. Come on. Oh Leute, das Enable hat nicht funktioniert. Übrigens, warum ich Feuer upgrade, einfach nur, weil ich davon genug Orbs hatte. Ich mache dann, glaube ich, Element Change auf Blitz. Keine Ahnung, ob ich das in dem Video mache, aber grundsätzlich auf jeden Fall. Ja! Oh, nice. Versprecher, Verbrecher und genau dann klappt's. Es ist halt... Also, was war das bitte? Kann mir das mal jemand erklären? Wir haben jetzt innerhalb von 15 Versuchen, oder so haben wir von 18 auf 20 geschafft, aber davor haben wir 80 Versuche von 17 auf 18 gebraucht. What is happening? Das ist es halt mit der Wahrscheinlichkeit. Das ist das beste Beispiel dafür, warum man niemals selber upgraden sollte, weil das einfach komplett... Ich wollte es auch gerade sagen, niemals selber upgraden. Für einen. Niemals. Don't do it. Oh man. Aber hey, das ist ein Purified Yggdrasil Death plus 20 mit Feuer plus 20. Let's go. Das heißt, die beiden schlimmsten Sachen haben wir hinter uns. Jetzt kann es eigentlich nur noch bergauf gehen. Oder selbst wenn es bergab geht, eigentlich nicht mehr zu tief. By the way, Yggdrasil Death, eine der geilsten Waffen im Spiel. Sieht richtig geil aus. Ja gut, jetzt sind wir gerade dabei, die Diamonds reinzumachen. Haben wir jetzt auch schon 4 fertig. Hier funktioniert Doppelklick nicht und beim anderen... Das ist, sag ich mal, auch relativ blöd, weil du hast halt einfach 7 Werte oder so, die kommen können. Also alle 4 Statuswerte, Death, ATK, HP und Sackblatt und Verteidigung. Achso, nee, Death, ATK, hab ich schon gesagt. Egal, auf jeden Fall so diese 7 Werte oder so, wo halt random einer kommen kann. Und da ist halt auch so eine von diesen Baruna, Baruna Gem Reversion. Nee, Baruna, einfach nur Baruna Reversion heißen die, glaube ich, genau. Kostet halt auch irgendwie 2 Milliarden oder so, ist auch schweineteuer oder einfach nur geistesgestört. Und ja, ist jetzt aber nicht so ultra spannend wie upgraden. Deswegen habe ich jetzt auch mal bis zum letzten so hier ein bisschen warum es bei einem geht und beim anderen nicht. Geskippt, sag ich mal. Aber es ist nicht so wichtig. HP plus 1138. Kann man sich auch nicht vorstellen, dass es zu lange dauert. Im Endeffekt ist es jedes Mal eine 1 zu 7 Chance. Es geht eigentlich, aber kann schon recht schlimm laufen. 75. Also wenn man Pech hat, kann es schon richtig teuer werden. Wenn man Glück hat, ist es sehr günstig. Ohne dass eine Erweckung drauf ist. Geschweige denn Sockel. Und die Sockel, die kommen dann auch noch, keine Sorge. Es gibt viele von euch, die nicht dran glauben. Und euch will ich nur gesagt haben, glaubt besser dran, das wird sowieso passieren. Da habt ihr ja keine andere Wahl. Die Baruna-Sockel kommen und wenn es das Letzte ist, was ich in dem Spiel noch tun werde, die werden kommen. Dex plus 13. I don't need that. Kann ich mir nicht daran erinnern, dass ich jemals so... Baruna-Sockel und Baruna-Fusion so ein Belieber war. Ein bisschen wenig. Aber wäre trotzdem schon 10-mal besser. Ich mal so in das Game geglaubt habe. Ja, gut. Sprachfehler hittet wieder hart. Als Ancient wollte ich natürlich sagen. Das waren jetzt auch schon wieder 6 Tries oder so. Wie gesagt, ein Try 2 Milliarden. Also. Wir reden hier schon von ganz schön viel Geld, ne? Sieht nicht danach aus, aber es ist ganz schön viel Geld, was da pro Klick weggeht. So, come on. Oder Klicks. Vor allem mit den neuen Karten, falls die auch released werden. Und? Wenn es dann soweit ist. Das Problem ist halt Sackblatt. Das wäre eigentlich die Ultra-Kombo. 50 Int und dann noch Sackblatt. Aber bei Flive PC ist es da so, Sackblatt oder Lebensentzug oder whatever funktioniert leider nicht für Magieattacken und generell auch nicht für Fertigkeiten. Nur für Auto-Attacks. So blöd einfach. Weil sonst wäre das die Goated-Kombo eigentlich. 50 Int und Sackblatt wäre eigentlich saugeil, aber geht leider nicht als Mage. Da will jetzt jeder deswegen 75 Int. So bescheuert. Noch mal kurz Hallo sagen. Und das andere ist halt Flat ATK, auch nicht Prozent ATK, weil Prozent ATK wäre auch geil. Eine Mischung aus 50 Int und 3% Prozent ATK oder so oder nur Prozent ATK. Aber es geht leider auch nicht, weil es ist Flat ATK und Flat ATK ist Trash. Plus 75, draufklatschen. Oh, nice. Call, baby, let's go. Du hast es mit jedem Ding gesagt, Bro. So.
Minimaler Cut. Ich hoffe, das stört euch nicht sehr, aber ich habe bei solchen Videos immer extrem Angst, dass wenn die Aufnahme abstürzt, bei über einer Stunde Sachen, die ist weg. Genau, dann ist die Waffe jetzt aber wirklich fertig, bis auf... Jetzt haben wir noch die Rune reingemacht, das ist auch ziemlich langweilig und ja, ist trotzdem sauätzend, also es kostet so gut wie nichts, aber es ist einfach nur ätzend. Aber ja, jetzt ist das Ding fertig, Yggdrasil, Death plus 20, Feuer plus 20, Int plus 75, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit tötest du deinen Gegner mit einem Schlag, funktioniert nur bei normalen Monstern, alle Monster ab der Stufe Captain, glaube ich, funktioniert das nicht mehr, oder ab 3 Sterne, whatever. Ziemlich bescheuert, ehrlich gesagt. Auf die Erweckung, das Ding sieht halt, das sieht so crispy clean aus, ich liebe es. Ich liebe solche Sachen, wenn ich das selber geupgradet habe und das danach angucke, wie es aussieht, das ist einfach das Beste an Flive. Es ist zwar auch das Ätzendste an Flive, da hinzukommen, aber wenn man... Wobei es mich echt gestört hat, ne, das sehe ich jetzt erst wieder, ne? Das hat mich so richtig getriggert in Flive PC immer. Das war auch nicht die erste Waffe, das war bei Ancient, war das nicht bei Ancient, glaube ich, auch schon so? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, ne, Magiebeschleunigung 39%, okay. Angriffskraft 46%, okay. Int 46, alles klar. Schaden wird erhöht während dem PvP. Da finde ich den Approach von Flive Universe ein bisschen besser, dass man es eigentlich aufsplittet in Tankwaffen, AOE-Waffen, 1v1-Waffen, PvP-Waffen so ein bisschen zumindest. Auch nicht perfekt, sage ich mal. Also Flive Universe hat da auch Verbesserungspotenzial, sage ich nicht, dass es perfekt ist. Aber in eine reine PvE-Waffe dann einfach random PvP-Damage zu machen bei den Yggdrasil-Waffen, ist einfach so dumm. Dann released halt noch eine zweite Waffe mit ein bisschen anderen Werten und halt dann aber PvP. Oder halt der Möglichkeit, diesen Wert auszutauschen oder auszuwählen, dass du halt entweder PvE oder PvP nimmst und nicht geforst wirst, halt PvP zu haben. Weil wenn du halt einfach kein PvP spielst, ist es einfach ein verschwendeter Slot und es ist einfach bescheuert, ja. Und gut, Genauigkeit plus 13 ist halt jeder Stab, also jeder Stab in Flive PC oder ab einer gewissen Stufe zumindest haben die immer Genauigkeit. Fragt mich nicht, warum. Man benutzt niemals Auto-Attacks als Mage oder als Elementor. Niemals, hat man noch nie und wird man noch nie. Aber ja, ist trotzdem drauf. Das stört nicht so wirklich. Aber ja, im Endeffekt 2 von 5 Werten sind basically useless. Triggert schon ein bisschen, ehrlich gesagt. Fertig ist, ich schwör's euch, das ist das beste Gefühl, das es gibt. In Flive zumindest. Oh, True. Baby. Das ist so geil. So. Es ist wirklich geil, aber ihr solltet es trotzdem nicht tun. Ja, also wir sind jetzt hier am Ende von einem Upgrade-Video. Es ist ein geiles Gefühl, wenn man dann fertig ist, wenn man sein ganzes Equipment selber gemacht hat und so weiter. Ich mache es ja immer noch, auch in Flive Universe. Aber es lohnt sich einfach nicht. Also macht es nicht. Es ist wirklich nicht klug. Es ist nicht nur nicht klug, es ist literally dumm. Muss man wirklich sagen. Es ist einfach dumm. Ich mach's wegen Content und ihr macht es einfach gar nicht. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Flive Universe oder Flive PC Video oder Reaction Video oder Livestream. Twitch-Link in der Videobeschreibung wieder. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.